Ja, die Crab-Meat-Situation ist noch wilder geworden, weil der NPC entfernt wurde tatsächlich. Haben ja einige Leute gesagt, dass er wahrscheinlich um 0 Uhr entfernt wird, also 0 Uhr Serverzeit. Und wurde er tatsächlich. Anna is gone. She is dead. That's it. She did. And she never come back. She did. Und ja, schon irgendwie ätzend, muss man sagen. Weil das hätte man wirklich auch ein paar Tage vorher ankündigen können. Also ich rede auch wirklich nicht von mir. Ich habe noch 92 Crab Meat und ich werde es wahrscheinlich... Naja, wahrscheinlich werde ich sie verbrauchen, aber... Ja, es ist halt einfach freudig, dass halt so eine Ankündigung nicht einfach früher kommen kann. Ich meine, es ist halt schon ein Event, was so lange geht, man gewöhnt sich dran, man macht es jeden Tag, man geht einfach davon aus, ja, das ist einfach so, ich gehe online und dann kann ich da diesen täglichen Dungeon machen. Und es wäre dann schon schön zu wissen, erstens, dass die Items nicht gelöscht werden und zweitens dann aber, ob auch der NPC dann verschwindet. Also, dass man halt einfach gucken kann, schon ein paar Tage vor Ende, wie viel Crab Meat habe ich noch, brauche ich welches, werden die Items gelöscht, kann ich sie noch länger benutzen, all solche Sachen, das wäre schon schön, wenn man das vorher weiß. Ich wüsste auch nicht, was für einen unfairen oder, keine Ahnung, also negativen Nachteil man, negativer Nachteil. Aber ja, keine Ahnung, ich check einfach nicht warum. Ich verstehe es einfach nicht. Burst Air oder Atlas Air, was würde ich mir gönnen? Atlas. Headset. Why? Das ist das beste Headset, das ich jemals getragen habe. Vom Tragekomfort. Hab noch nie ein bequemeres Headset getragen. Kopfhörer tragen mit Noise Cancelling und sich dann beschweren über Autofahrer. Ja, da gab es mal so eine Samsung-Werbung. Habe ich schon mal im Stream erzählt. Das waren sogar Earbuds oder AirPods oder whatever die Scheiße heißt. Ist mir auch egal. Jedenfalls waren es auch so kabellose In-Ear-Kopfhörer. Und dann haben die legit Werbung dafür gemacht. Die Werbung war eine Frau mit Inlinern in der Stadt. Also jetzt nicht irgendwie sonst wo, sondern wirklich, du hast Häuser im Hintergrund gesehen. Ganz normaler Bürgersteig mit Häusern. Und die ist dann da durch die Stadt quasi gedüst mit den Inlinern. Und dann hast du halt so nervige Hintergrundgeräusche gehört. Autotüren, Hupen, Vögel, whatever. Und dann so geräuschlose Kulisse genießen. Mit aktivem Noise Cancelling. Dann tippt sie so auf das Ding und die gesamten Geräusche verschwinden. Und das erste, was ich mir denke, ja moin, das nächste Auto fährt sie tot. An der nächsten Kreuzung ist sie tot, weil sie das Auto nicht hört. GG. Guter Werbespot auf jeden Fall. Klasse. Schön für sie. Hauptsache Musik gehört, während man stirbt. Also, es ist crazy. Also, ich würde das auch nicht machen. Niemals. Weil es für andere Leute natürlich angenehmer ist, wenn du Kopfhörer trägst. Gibt nichts Schlimmeres als im Zug Leute, die ohne Kopfhörer Videos gucken oder so. Das Neueste sind Eltern, die ihren Kindern das Smartphone geben und dann gucken die auf voller Lautstärke fucking Naruto und so im Zug. Aber es nervt halt so geistesgestört. Und nie sagt jemand was dagegen. Das ist crazy. Ich bin aber ehrlich gesagt am Überlegen, ob ich überhaupt upgraden soll. Ich bin jetzt mit dieser Hero- und Master-Diskussion bin ich jetzt echt ins Grübeln gekommen, meine Pläne nicht doch nochmal zu ändern. Weil das Ding ist halt, also das, was ich ursprünglich geplant hatte, war jetzt ja quasi langsam Richtung 150 zu wandern. Also erstmal Elite auf 140. Vor dem Schmuck-Upgrade-Event. Gut, das ist jetzt, aber das würde ich easy noch schaffen bis Sonntag. No problem. Aber das Problem ist halt, weil wir haben jetzt nur noch 71 Tage. Und ich würde 150 frühestens gegen Ende dieser FEC-Flask erreichen. In 24 Tagen wahrscheinlich oder so. Und das Problem ist halt einfach, was es mir dann letztendlich noch bringt. Weil dann habe ich halt in 24 Tagen, was haben wir dann noch?
47 Tage, 1,5 Monate und ich bin 150 und dann würde ich ja, egal ob ich das 150er Equipment mir holen würde oder nicht, wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich Master machen. Oder vielleicht, keine Ahnung. Bin ich noch nicht hundertprozentig sicher, aber könnte ich machen. Aber Master könnte ich auch mit dem Equipment machen, was ich aktuell habe. Also dafür brauche ich kein 150er-Set. Ich meine, Master, vor allem am Anfang, es ist so scheiße einfach. Da könnte ich auch mit einem Mioran-Set wieder spielen. Das ist ja vollkommen Wurst eigentlich. Würde selbst die Killtime wahrscheinlich gar nicht mal so extrem massiv beeinflussen. Weil du hast eh nicht genug Monster, das, keine Ahnung. Also, ich meine, klar wird es die Killtime beeinflussen, aber nicht mehr so essentiell wie jetzt hier im High-Level. Und der Gedanke wäre halt dann quasi, doch kein 150er-Set zu holen, gar kein Equipment zu holen. Aber natürlich auch, wenn ich kein 150er-Set habe, dann brauche ich eigentlich auch keinen Ultimate-Schmuck. Aus dem gleichen Prinzip halt oder vom gleichen Standpunkt her halt. Was bringt es mir dann, wenn ich dann nur Master Level? Dafür brauche ich nicht zwingend Ultimate-Schmuck. Den bräuchte man auch nur auf Korall oder nur im High-Level eigentlich. Und da ist dann das gleiche Argument. Und dann könnte ich mir das alles sparen. Das ist ja das, was ich eigentlich ursprünglich über den FEC-Server gesagt habe, dass ich eigentlich nichts Sehengebundenes mehr haben will, weil ich keinen Bock drauf habe, dass es dann alles immer sehengebunden ist und so. Und dann könnte ich halt sagen, ich verkaufe alle meine Violet A-Products wieder. Oder alle meine Violet Products. Probiere sie gegen richtige Products zu tauschen. Behalte alle meine sehengebundenen Products. Nehme alles mit auf Burudeng. Und spare aufs nächste Doppel-Upgrade-Event auf Burudeng. Und nehme einfach nur die Charakter mit dem Low-Level-Equipment mit. Beziehungsweise würde ich dann sogar probieren, das einzutauschen, ganz am Ende. Aber gut, das ist eh wertlos. Die 5 Products, die man dafür bekommt. Kann man gedroppte Products irgendwie unterscheiden? Na, ganz einfach. Du droppst einfach selber ein Product, markierst dir das als Favoriten und dann kannst du alle deine Products, die du schon hast, überprüfen, ob sie die richtigen oder die falschen sind. Du brauchst halt ein Product, wo du 1000%ig weißt, das ist aus dem Cash-Shop oder das ist von einem Violet. Wenn du das 1000%ig weißt, kannst du alle anderen Products überprüfen und dann weißt du es. Und um das halt wirklich 1000%ig zu wissen, wäre es halt am besten, du droppst einfach selber eins, was jetzt ja auch nicht so ultra schwer ist. Oder kaufst halt ein A-Projekt für 50 F-Coin, das ist ja auch kein Weltuntergang. Aber ja, das ist tatsächlich halt das Problem. Oder was heißt Problem, aber das ist halt so der Gedanke, den ich habe. Weil wie gesagt, das 150er-Set ist zwar wertlos, aber 4 Lightning 7 und plus 10 machen ist nicht wertlos. Das wäre einfach nur übelst die Geldverschwendung. Dafür, dass der Scheiß dann wieder sehengebunden ist auf Burudeng. Sehengebundener Scheiß, den du nie wieder verkaufen kannst. Abgesehen davon brauche ich das 150er-Set auf Burudeng überhaupt nicht. Eigentlich. Und wenn doch, kann ich es mir auf Burudeng genauso günstig holen. Also das 150er-Set auf Burudeng kostet zwar mehr als auf FEC, aber auch keine Milliarde mehr, glaube ich. Oder vielleicht knapp eine Milliarde. Jetzt noch. Nach FEC wahrscheinlich auch nicht mehr. Und dann könnte man sich auch einfach dort holen. Aber halt dann ungebunden. Was schon deutlich attraktiver ist. Und mit dem Adept-Set ist halt das gleiche. Da ist es halt so, dass ich es ja schon habe. Sogar mit Ringen plus 5 auf Burudeng ungebunden. Also was will ich mit einem ungebundenen Set plus 0? Das ist ja dann mehr oder weniger eigentlich einfach nur fucking useless. Ja, ich würde es dann wahrscheinlich mal mehr M-Account geben, dass der M-Account es hat. Aber es wäre dann trotzdem wieder Account gebunden und auch da wieder, wenn ich es einem anderen M traden will, muss ich jedes Mal einen Common Bank dafür aktivieren. Auch wieder fucking nervig. Also es scheint wohl so, also ich neige gerade in die Richtung, das zu machen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich nehme überhaupt kein Equipment mit. Ich verkaufe alles, hol mir einfach nur Products, nehme die Products mit und fertig. Mache ich das Ganze hauptberuflich? Nee. Nicht mal ansatzweise. Kaum was ich schaden, obwohl 50 SDAGs gilt. Machen Penseros statt Mightier viel aus? Ja. Wenn du Penseros statt Mightiers trägst, das macht literally ein paar hundert Schaden aus. Weniger, die du bekommst.
Aber wenn das jetzt meine ersten Charakter wären, würde ich mir auf jeden Fall einen Char auf FEC richtig krass ausrüsten und den mitnehmen. Und dann wäre das halt meine Basis. Aber ich habe halt auf Bodenk schon eine Basis, mit der ich spielen kann im High-Level. Mit der ich gut spielen kann im High-Level. Deswegen brauche ich das halt nicht. Muss halt jeder selber wissen. Was ich euch auf jeden Fall empfehle ist, wenn ihr einen Charakter ausrüstet, dann macht wirklich nur einen. Dann pumpt euer ganzes Geld in einen Char, zum Beispiel einen Elle, zum Beispiel einen Ranger, und macht den so krass, wie es nur irgendwie geht. Dann habt ihr einen Char mit gebundenem Scheiß-Equipment, aber halt wirklich nur einen. Und ich finde, bei einem ist es verkraftbar. Du weißt nie, ob die Omi dreimal die Nacht aufs Klo will oder durchschläft. Tja, das sind wohl die Omi-Problems. Of your life. LOL. Alter, es ist nicht dein Ernst, ne? Da droppe ich seit hunderten von Jahren eine 135er Suit und sie ist wieder im falschen Geschlecht. LMFAO. Das kannst du wirklich keinem erzählen.